ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Mühlenabenteuer. Ja, wo ist er hin? Der Sommer. Plötzlich war er weg, eben noch 30 Grad im Schatten und dann bang, nachts 1 Grad plus, 4 Grad plus. So dass ich die Heizung wieder anschmeißen musste. Ja, nachdem wir uns die letzten Tage mit Renovierungsarbeiten beschäftigt haben, müssen wir uns jetzt noch mal um die Betankung von unserem Schlepper kümmern. Denn wir haben noch ein paar Pflegemaßnahmen auf der Agenda. Bin ein bisschen spät dran, aber die Apfelsaison ist ja voll im Gange und deswegen muss ich mal unsere Obstwiese ein bisschen herrichten. Ja, sollte eigentlich alles schon erledigt sein. Aber wie es halt immer so ist, ne? So, Müllstand passt auch. So. Ja, das war ein harter Ritt, aber die erste Aufgabe ist erfolgreich gelöst. Es ist halt hier 3.500 bis 4.000 Quadratmeter Streuobstwiese mit jede Menge Bäumen und Hindernissen. Und ja, ich bin hier schon jetzt eine ganze Weile nicht mehr gewesen und musste feststellen, dass jede Menge Äste runtergebrochen sind. Wahrscheinlich einmal durch das Gewicht der Äpfel, denn dieses Jahr ist wieder ein Apfeljahr. Ich habe eigentlich gedacht, dass nichts dran ist an den Bäumen. Mein Vater, der war schon mal hier und hat keine guten Prognosen ja, erstellt, und jetzt, wo ich hier bin, sieht es eigentlich vollkommen anders aus. Die Bäume hängen rappelvoll mit Äpfeln, richtig schwer, richtig viel, und deswegen habe ich mir schon mal ein paar Eimer mitgebracht. Dann werde ich mir die schon mal sichern und die Tage mal ein schönes Apfelmus ansetzen. Ist eigentlich an jedem Baum anständig was dran. Ja, die kleinen Bäume sind brechend voll.
Bin jetzt hier schon mal so ein bisschen mit dem Schlepper durchgeknallt. Aber ja, Verluste halten sich doch in Grenzen, wie man sieht. Ich müsste noch mal mit der Motorsensor dann die Tage durchgehen. Und wenn ich das mache, dann nehme ich mir auch gleich eine Motorsäge mit. Denn hier müssen so ein paar Dinge müssen hier beseitigt werden. Das ist echt, tja. Letztes Jahr hatten wir hier richtig schön klar Schiff gemacht, alles sauber gemacht und kommst du ein Jahr später hin. Wir haben letztes Jahr noch schön geschnitten, das sieht man hier noch. Fein, wie wir alles schön geschnitten hatten. Naja, war wohl für die Katz. Ja, ansonsten, wie gesagt, muss ich mal mit der Motorsense durchgehen und dann hier mit diesem Gehölz auch noch mal mit der Motorsäge. Ja, bei uns am Wald müsste auch noch mal gemulcht werden. Das habe ich auf jeden Fall auch noch auf der Agenda. Aber naja, immer alles nach und nach. Hätte eigentlich jetzt schon gleich Bock dahin zu knattern und weiterzumachen. Aber ja, das ist halt so, die Tage sind auch nicht mehr die längsten. Und von daher werde ich mir jetzt noch ein paar Äpfel pflücken und dann mache ich morgen weiter. Ja, schnell noch mal 20 Gläser Apfelmus gekocht. Meine Frau hat einen schönen Streuselkuchen gemacht. Jetzt müssen wir uns noch um anderen Jahresvorrat kümmern und dafür gehen wir jetzt noch mal raus. So, wo wir jetzt im Spätsommer schon mal so einen ersten Vorgeschmack von Kälte bekommen haben, habe ich mir gedacht, es macht vielleicht Sinn, in dem Zug hier diese eine Reihe Holz auf den Dumper zu laden und schon mal unter Dach zu fahren. Da liegt zwar noch Holz vom letzten Jahr, aber hier habe ich natürlich auch noch mal eine kleine Menge Stammholz liegen und das muss hier auch irgendwo hin. Und darum habe ich gedacht, dass wir vielleicht die frei werdende Ecke nehmen können, um das fertig gespaltene Holz dann da aufzuschichten. Liegt das schön am Weg. Es sind keine weiten Wege, dann kann ich es einfach von der einen Seite plopp auf die andere Seite machen. Und das schöne trockene Holz ist schon mal unter Dach. Ja, dabei freue ich mich natürlich immer hier auf meine motorisierte Schubkarre Deluxe zurückgreifen zu können. Guckt euch mal das Armaturenbrett an. Schlichte Eleganz, hat aber alles, was er braucht. Der Gute, das ist ein Dumper Varan 1501. Ich habe ja auch schon mal nach moderneren Dumpern geguckt, aber ehrlich gesagt ist das Ding genau richtig hier für mich und die Mühle, beziehungsweise für uns und die Mühle. Es ist uns so ein treues Helferlein seit vielen Jahren.
Und ich wüsste gar nicht, was ich ohne das Gerät machen sollte. Das wird wieder ein bisschen Muskelkater geben. Ich habe jetzt, naja, hier um die Reihen aufzufüllen, etwa, ich schätze mal, mit Lügen, ja, 4, bald 5 Meter Holz noch oben auf die bestehenden Reihen aufgeschichtet. Und dann habe ich hier nochmal, das werden, naja, 1,5, 2 Meter werden das auch noch mal sein. Das heißt, ich habe jetzt hier Holz, etwa 10 Raummeter Brennholz liegen. Das meiste ist Buchenholz, ist aber auch Eiche dabei. Und ein Raummeter hat etwa 2000 Kilowattstunden. Das heißt, ich habe jetzt hier Holz mit einem Energiewert von etwa, naja, 15 bis 20.000, 15 sehr pessimistisch, 20.000 eher realistisch, Kilowattstunden Energie liegen. Das entspricht etwa 2000 Liter Heizöl und ja, ist alles hier aus der Region. Die meine Videos kennen, die wissen, wo das Holz herkommt. Da drüben liegt ja schon der neue Polter und ich musste mal ein bisschen Platz schaffen, damit das aufgearbeitet werden kann. Denn, wie ihr wisst, nach dem Holz ist vor dem Holz und deswegen muss ich natürlich jetzt hier, wenn der Polter aufgearbeitet ist, schon wieder denken, wo kann ich denn das nächste Holz lagern? Denn mein Holz lagert mindestens 2 Jahre. Ihr wisst ja, dass wir hier eine Wasserkraftanlage haben. Die, hatte ich schon mal gesagt, erzeugt in den letzten Jahren etwa um die 50.000 Kilowattstunden im Jahr. Und so lag es natürlich nahe, die auch mit in die Heizung einzubinden. Und ich habe, ja, sagen wir mal, die Hälfte vom Ertrag geht ins Netz, die andere Hälfte teile ich mir Strom und Heizung. Das heißt, von der Wasserkraftanlage kann ich auch locker noch mal, ja, also mal 15.000 Kilowattstunden easy peasy in die Heizung reinpacken. Das würde dann auch noch mal etwa 7 Meter, ja,
etwa 7 Meter Buchenholz entsprechen. Und gerade in der Übergangszeit ist das natürlich klasse. Momentan leider ziemlich wenig Wasser drin. Wir sind aber trotzdem noch recht autark. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 600, 700, wenn es ein bisschen regnet, auch mal 1 kW Leistung. Das reicht, um unseren Strombedarf im Sommer zu decken. Aber für Heizung reicht es natürlich jetzt nicht. Heißt, es reicht auch nicht, um unser Brauchwasser warm zu machen. Deswegen müssen wir doch hin und wieder mal den Ofen anmachen. Es war jetzt auch richtig kalt. Und ja, ich hätte das gar nicht so gerafft, dass die Temperaturen so runtergegangen sind. Hatte im ganzen Haus die Fenster offen und habe dann irgendwann gemerkt, als ich hier am Schreibtisch saß, das ist aber frisch hier. Und bin mal auf die Idee gekommen, die Fenster alle zuzumachen. Und ja, da habe ich ja einen Ofen mal angemacht. Ist ja auch nicht schlecht, wenn die Wandheizungen mal das ganze Haus ein bisschen auf Temperatur bringen. Ja, bei uns geht es hier an jede Menge Projekten weiter. Ich habe ja das Eichenholz noch. Das muss ich auf jeden Fall sägen, denn ich möchte das Wasserradgerinne neu machen, aber ich habe es bis jetzt einfach nicht gepackt. Der komplette Wald, da muss ich auch noch mal hin. Da sollte auch noch mal gemulcht werden. Die Obstwiese ist noch nicht fertig und der gesamte Brennholzpolder da drüben muss auch noch aufgearbeitet werden. Und dann haben wir ja noch so ein kleines Projekt mit unserem Haus. Da ist ja auch immer jede Menge Arbeit drin. Von daher, wenn euch interessiert, wie es hier weitergeht, dann würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Und schaut doch beim nächsten Mal wieder vorbei, denn hier gibt es ja immer spannende Mühlenabenteuer. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, schöne Zeit, ciao, tschüss.